Du bist Kleinunternehmer und möchtest wissen, welche Steuererklärungen du jetzt abgeben musst? Dann ist das Video genau das Richtige für dich, denn dieser Frage gehen wir in diesem Video mal auf den Grund. Das ganze Thema Steuererklärung und Kleinunternehmerregelung ist mit einigen, ja, ich würde mal sagen, Mythen und Irrtümern gespickt, und wenn ich so in den Kommentarbereich von so einigen YouTube- und auch TikTok-Videos schaue, dann muss ich ehrlicherweise sagen, wird mir ein bisschen schlecht. Und deswegen dachte ich mir, ich nehme hier mal ein Video auf und dann gehen wir dem ganzen Thema mal Stück für Stück auf den Grund. Und das Wichtigste vorab: Die Kleinunternehmerregelung ist eine Regelung, die sich auf die Umsatzsteuer bezieht. Und zwar nur auf die Umsatzsteuer. Das heißt, sämtliche Aussagen, dass du die Kleinunternehmerregelung in Anspruch nehmen kannst und dadurch pauschal von der Steuer befreit bist, sind leider falsch. Du bist von der Umsatzsteuer befreit, allerdings gibt es auch da Ausnahmeregelungen. Auch du als Kleinunternehmer musst unter Umständen Umsatzsteuer zahlen. Wann das der Fall ist, habe ich dir in diesem Video erklärt, was ich dir oben rechts einmal verlinke. Schau da unbedingt einmal vorbei. Hier geht es vor allem um die Frage, welche Steuererklärungen musst du eigentlich abgeben? Und als Selbstständiger hast du grundsätzlich mit 2 bzw. 3 Steuerarten und Steuererklärungen zu tun. Und zwar einmal der Einkommensteuer mit der Einkommensteuererklärung, der Umsatzsteuer mit der Umsatzsteuererklärung und gegebenenfalls musst du auch eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Und diese Steuerarten, die schauen wir uns jetzt einfach mal nacheinander etwas genauer an. Und wir fangen an mit der Einkommensteuererklärung. Die Einkommensteuererklärung ist so die Steuererklärung, die man umgangssprachlich und ja, landläufig so als die Steuererklärung bezeichnet. Warum? Weil das die Steuererklärung ist, die auch Angestellte machen, wenn sie eine Steuererklärung machen. Wenn du selbstständig bist, also auch wenn du als Kleinunternehmer selbstständig bist, musst du eine Einkommensteuererklärung abgeben. Da führt absolut kein Weg dran vorbei. Das heißt, davon kannst du dich nicht befreien lassen. Du musst eine Einkommensteuererklärung abgeben und in dieser Einkommensteuererklärung alle deine Einkunftsquellen angeben. Das heißt, dein Anstellungsverhältnis, deine Selbstständigkeit, eventuelle Kapitaleinkünfte, Vermietungseinkünfte und so weiter. Da gibt es 7 Einkommenstöpfe in dieser Einkommensteuererklärung. Und all deine Einkünfte, die packst du zusammen in eine Einkommensteuererklärung. Das ist nämlich eine ganz häufige Frage, die ich bekomme, ob man jetzt als Selbstständiger oder als Kleinunternehmer noch eine zweite Steuererklärung abgeben muss, neben der Steuererklärung, die man ja als Angestellter macht. Nein, man gibt einfach zusätzliche Anlagen in dieser Einkommensteuererklärung ab. Allen voran die Anlage EÜR. EÜR steht für Einnahmenüberschussrechnung. Das ist quasi das Ergebnis deiner Buchhaltung bzw. deiner Aufzeichnungen, die du da führst. Und dann gibst du die Anlage S ab, wenn du freiberuflich tätig bist, und die Anlage G, wenn deine Tätigkeit gewerblich ist. Die zweite Steuererklärung, die wir uns ein bisschen näher anschauen, ist die Umsatzsteuererklärung. Und für diejenigen, die aufgepasst haben, die wissen jetzt, Kleinunternehmerregelung bezieht sich nur auf die Umsatzsteuer. Das Absurde war, dass du in der Vergangenheit tatsächlich als Kleinunternehmer trotzdem noch eine Umsatzsteuererklärung abgeben musstest, obwohl du ja gar keine Umsatzsteuer zahlen musstest. Aber da hat sich der Gesetzgeber Gott sei Dank eines Besseren belehren lassen, und die Verpflichtung, eine Umsatzsteuererklärung abzugeben, die gibt es für dich als Kleinunternehmer nicht mehr. Das heißt, wenn du Kleinunternehmer bist, ausschließlich umsatzsteuerfreie Umsätze hast, hast du nichts mit der Umsatzsteuer zu tun und musst keine Umsatzsteuervoranmeldung unterjährig abgeben und auch keine Umsatzsteuerjahreserklärung abgeben. Einzige Ausnahme: Du hast tatsächlich trotzdem umsatzsteuerpflichtige Umsätze. Über die haben wir schon gesprochen, das sind die Ausnahmeregelungen. Wenn du die hast, musst du natürlich auch eine Umsatzsteuererklärung abgeben. Und damit kommen wir zur dritten Steuerart, und zwar der Gewerbesteuer. Wie der Name schon sagt, bezieht sich die Gewerbesteuer auf Gewerbebetriebe. Das bedeutet gleichzeitig, wenn deine Tätigkeit freiberuflich ist, musst du keine Gewerbesteuererklärung machen und auch keine Gewerbesteuer zahlen. Niemals. Das heißt, vollkommen egal, wie viel du verdienst, und ob du nun Kleinunternehmer bist oder nicht, spielt da auch keine Rolle. Als Freiberufler zahlst du niemals Gewerbesteuer und musst auch niemals eine Gewerbesteuererklärung abgeben. Wenn deine Tätigkeit aber gewerblich ist, dann kommt zumindest grundsätzlich die Gewerbesteuer und die Gewerbesteuererklärung für dich in Frage. Was man hier aber dazu sagen muss, ist, dass du als Einzelunternehmer einen Freibetrag bei der Gewerbesteuer hast, und zwar von 24.500 € Gewinn. Das heißt, du musst Gewerbesteuer erst bezahlen, wenn dein Gewinn über diesen 24.500 € liegt. Und wenn man jetzt die Kleinunternehmergrenzen kennt, und zwar im Vorjahr unter 25.000 € Umsatz und im laufenden Jahr unter 100.000 € Umsatz, dann weiß man, dass rein theoretisch es nicht so wahnsinnig viele Geschäftsmodelle geben kann, die zwar unter 25.000 € Umsatz liegen, aber über 24.500 € Gewinn. Aber es ist zumindest theoretisch möglich. Und du musst grundsätzlich nur eine Gewerbesteuererklärung abgeben, wenn du über diesen 24.500 € Gewinn liegst. Wenn du da drunter liegst, musst du das Ganze standardmäßig nicht machen. Das bedeutet, dass die allermeisten Kleinunternehmer auch von einer
der Abgabe der Gewerbesteuererklärung befreit sind. Das liegt aber nicht an der Kleinunternehmerregelung, das liegt an der Unterschreitung dieser Gewinngrenzen. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle: Die Gewerbesteuer wird erhoben von den Gemeinden oder den Städten, wo du deine Selbstständigkeit angemeldet hast. Und die haben das Recht und auch die Möglichkeit, und das machen sie auch regelmäßig, trotzdem eine Gewerbesteuererklärung von dir anzufordern. Das heißt, wenn du in deinem Gewerbebetrieb nur 10.000 Euro Gewinn machst und Kleinunternehmer bist und die Gemeinde sagt dir aber, bitte gib eine Gewerbesteuererklärung ab, dann musst du es auch machen. Und damit kommen wir zu den beiden ganz zentralen Fragen. Wie macht man das Ganze denn eigentlich und wann macht man das Ganze eigentlich? Die Frage nach dem Wie ist eigentlich relativ leicht beantwortet. Und zwar kannst du deine Steuererklärung entweder kostenlos über Elster Online machen. Also Elster Online ist das Online-Portal des Finanzamtes und da kannst du die Einkommensteuererklärung, die Umsatzsteuererklärung, falls du sie machen müsstest, und die Gewerbesteuererklärung machen. Und das Ganze kostet für dich auch gar nichts, ist aber in der Usability nicht ganz so einfach. Deswegen habe ich da Click-Tutorials aufgenommen, die findest du hier auf diesem Kanal und die werde ich auch jedes Jahr immer aktualisieren. Deswegen lohnt sich auf jeden Fall ein Abo bei diesem Kanal. Und wenn du jetzt sagst, dass Elster Online einfach eine Zumutung ist und super schlecht in der Usability ist und überhaupt mal nichts versteht, dann gebe ich dir hundertprozentig recht. Elster Online ist wirklich keine Freude und deswegen gibt es eine ganze Reihe an Anbietern, die dir dabei helfen, deine Steuererklärung selbst zu machen. Das Problem ist, die meisten Tools, die es da draußen gibt, die sind für Selbstständige nicht geeignet, weil du die entsprechenden Anlagen in der Einkommensteuererklärung mit diesen Tools einfach nicht erledigen kannst. Deswegen sind sowas wie Steuerbot oder Taxfix und so weiter einfach nicht zu gebrauchen für Selbstständige. Die beiden Lösungen, die ich dir da empfehle, sind einmal Smartsteuer oder Visosteuer. Mit diesen beiden Tools kannst du alle Anlagen abgeben, die du abgeben musst, und auch die Gewerbesteuer und die Umsatzsteuererklärung, falls das Ganze für dich relevant ist. Und die Frage nach dem Wann ist eigentlich auch relativ leicht zu beantworten. Du musst alle Steuererklärungen, die du machen musst als Kleinunternehmer, bis zum 31. Juli des Folgejahres erledigt haben und beim Finanzamt eingereicht haben. Wenn du einen Steuerberater haben solltest, dann hat der Steuerberater ein bisschen mehr Zeit. Da musst du dich ja ehrlicherweise nicht mit der ganzen Frage der Software auseinandersetzen, aber nur damit du es mal gehört hast, wenn du einen Steuerberater hast, muss der die Steuererklärung nicht bis zum 31. Juli des Folgejahres gemacht haben, sondern der hat insgesamt 14 Monate Zeit. Das heißt, der muss die Steuererklärung machen bis Ende Februar des übernächsten Jahres. Zum Abschluss dieses Videos möchte ich noch einmal darauf eingehen, welche anderen Verpflichtungen du denn noch als Kleinunternehmer hast. Die Steuererklärung haben wir uns angeschaut, aber wie ist das eigentlich mit der unterjährigen Arbeit, also den Umsatzsteuervoranmeldungen oder der laufenden Buchhaltung und so weiter? Und hier muss man verstehen, dass die unterjährige Buchhaltung, also die monatliche oder quartalsweise Buchhaltung, in erster Linie für die Umsatzsteuer gemacht wird. Das heißt, die macht man, um dann die Umsatzsteuervoranmeldung abzuschicken. Für die Gewerbesteuer oder die Einkommensteuer wäre das überhaupt gar nicht notwendig. Da du als Kleinunternehmer aber gar keine Umsatzsteuervoranmeldung abgeben musst, musst du zumindest theoretisch unterjährig auch gar keine Buchhaltung erledigen. Das heißt, davon bist du grundsätzlich befreit und du musst unterjährig eigentlich gar nichts machen und es reicht, einmal im Jahr die Steuererklärung zu machen. Aber hier schlummert tatsächlich eine riesengroße Gefahr. Und zwar kannst du die Kleinunternehmerregelung nur in Anspruch nehmen, wenn du im Vorjahr unter 25.000 Euro Umsatz gemacht hast und im laufenden Jahr unter 100.000 Euro Umsatz bleibst. Bedeutet gleichzeitig, wenn du in einem Jahr über 25.000 Euro Umsatz machst, bist du im nächsten Jahr ab dem 1. Januar dazu verpflichtet, Umsatzsteuer auszuweisen, deine Buchhaltung zu machen und Umsatzsteuervoranmeldung abzugeben. Das heißt, du wirst automatisch umsatzsteuerpflichtig. Und wenn du jetzt unterjährig deine Buchhaltung einfach nicht machst, wirst du das unter Umständen verpassen und nicht mitbekommen. Und ich sehe in der Praxis und auch bei uns in der Kanzlei immer wieder Fälle, wo Kleinunternehmer relativ sorglos unterjährig nichts gemacht haben und dann irgendwann im Laufe des Jahres erschrocken feststellen, dass sie ja theoretisch schon seit dem 1. Januar umsatzsteuerpflichtig sind. Und das tut richtig weh, weil dann muss rückwirkend seit dem 1. Januar auf alle Umsätze Umsatzsteuer gezahlt werden. Kannst du dir ja selbst überlegen, wie schmerzhaft das ist, nachträglich 19% deines Umsatzes als Umsatzsteuer an das Finanzamt abzuführen. Und deswegen ist mein eindringlicher Appell, auch wenn du Kleinunternehmer bist, solltest du dich unterjährig mit deinen Zahlen beschäftigen, deine Buchhaltung erledigen, damit du einen Überblick darüber hast, ob und wann du über diese 25.000 Euro
hinausgehst. Wichtiger Hinweis: Sollte dein Umsatz tatsächlich über die 100.000 Euro gehen, dann bist du ab sofort mit diesem Umsatz umsatzsteuerpflichtig. Noch ein Grund mehr, laufenden Überblick zu behalten. Übrigens, wenn du dann deine Buchhaltung und auch deine Steuererklärung gemacht hast, musst du diese Unterlagen aufbewahren. Bitte nicht nach dem Steuerbescheid oder nach der Steuererklärung das Ganze irgendwie entsorgen. Du musst deine Unterlagen für deine Buchhaltung und deine Steuererklärung tatsächlich 8 Jahre aufbewahren. Weil das Finanzamt darf in Zukunft irgendwann nochmal zu dir hinkommen und sagen, zeig mir mal, was du da gemacht hast und ob du da richtig gerechnet hast. Und das dürfen sie bis zu 8 Jahre in der Zukunft. Deswegen auf gar keinen Fall wegwerfen, sondern ordnungsgemäß archivieren. Hast du zu dem ganzen Thema Kleinunternehmerregelung, Umsatzsteuererklärungspflicht und so weiter noch Fragen? Dann lass es mich im Kommentarbereich wissen und dann versuche ich dir da gerne weiterzuhelfen. Und wenn du jetzt Softwarelösungen suchst oder einen Steuerberater suchst, ein Buchhaltungsprogramm suchst, ein Bankkonto suchst und so weiter, dann schau gerne unten in der Videobeschreibung vorbei. Da habe ich alle meine Empfehlungen verlinkt. Meine größte Empfehlung ist allerdings, diesen Kanal zu abonnieren. Das kostet auch nichts, oder einfach eins der weiteren Videos auf diesem Kanal zu schauen, zum Beispiel dieses hier oder dieses hier.